Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen. Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion, zu unserem Pfeiffer Talk 2024. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und mit dabei sind. Ich darf schon mal Danke sagen an unsere Agentur Zinknau, die jetzt die Kommunikation zwischen uns herstellt und dass Sie uns gut sehen und hören können. Vielen Dank dafür. Und ich bin Manuela Kamper, Ihre Moderatorin, die Sie jetzt durch das Programm begleiten darf bis circa 17:30 Uhr, 17:35 Uhr. Und ich darf Sie einladen, dass Sie heute auch interaktiv mit uns werden. Das heißt, Sie dürfen Ihre Fragen und Antworten an unsere Experten richten. Wie Sie das machen, das geht ganz einfach. Sie haben im Menü eine Funktionstaste, da steht F und A drinnen, dieses viereckige Ding mit dem Fragezeichen drinnen. Da können Sie Ihre Fragen hineinstellen und diese werden wir dann sammeln und nach der Podiumsdiskussion an unsere Experten weitergeben. Sollten wir das heute zeittechnisch nicht schaffen, dass wir alle Fragen dran nehmen, dann schicken wir Ihnen gerne im Nachhinein eine E-Mail zu. Also wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Und fragen Sie heute, was Ihnen unter den Nägeln brennt. So schnell kommen Sie an unsere Experten nicht mehr ran. Unser Thema ist heute Holzindustrie 2025, Trends, Entwicklungen und Strategien für den Erfolg. Und wir wissen alle, das letzte Holzindustriejahr hat uns einiges abverlangt und auch die Prognosen dafür deuten hin, dass es im nächsten Jahr noch angespannt bleibt. Und was das bedeutet, das werden wir heute mit unseren Fachexperten diskutieren und beleuchten. Was bringt das Jahr 2025? Worauf dürfen wir uns in puncto Rohstoffe, Absatz, Logistik und natürlich auch in Sachen Märkte einstellen? Und wir sind extrem gespannt, was die persönlichen Ausblicke unserer Experten heute sind. Auch er ist ein absoluter Experte und er ist der Top-Insider der Branche, denn er ist schon seit Jahrzehnten mit dem Rohstoff sehr eng verbunden und er ist der Geschäftsführer der Pfeiffer Group und den darf ich Ihnen jetzt auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen an Michael Pfeiffer. Vielen Dank, Manuela, für die Begrüßungsworte. Auch ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Online-Podiumsdiskussion mit unserer heutigen Expertenrunde. Was bringt uns 2025 für die mitteleuropäische Holzindustrie? Bevor wir in das Jahr 2025 blicken, lassen Sie mich bitte das Jahr 2024 nochmals Revue passieren. Für einige größere Produzenten der Holzindustrie Mitteleuropa war dieses Jahr eine Spur einfacher als das Jahr 2023, da Angebot und Nachfrage in diesem Jahr etwas besser zusammengepasst haben. Die mitteleuropäische Sägeindustrie produziert heuer circa 20% weniger als 2023. Es gab Regionen, wo genügend Rundholz vorhanden war, vor allem in Bayern und Österreich. Schwierig war es mit der Rundholzversorgung in Tschechien und in Mitteldeutschland, wo in einigen Monaten des heurigen Jahres zu wenig Rundholzrohstoff vorhanden war. Vor allem in Tschechien ist die Versorgung aktuell sehr schwierig. Die Rundholzversorgung wird auch im ersten Quartal 2025 herausfordernd bleiben. Der Baubereich, vor allem Einfamilienhäuser und der Wohnbau in Deutschland und Österreich, ist weggebrochen und wird sich auch 2025 nicht erholen. Im privaten Bereich sind heuer noch einige Projekte fertig gebaut worden und es kamen nur wenig neue Aufträge dazu. Das sieht man speziell bei den Ansuchen der Baugenehmigungen. Die südlichen Länder, allen voran Italien, Spanien und Frankreich, waren sehr gut, beziehungsweise etwas besser. Vor allem funktioniert der Infrastrukturbau in diesen Ländern. In Italien werden im nächsten Jahr circa 850 Schulen und Kindergärten in der Holzbauweise gebaut. Das gibt vor allem im nächsten Jahr Zuversicht in Italien. Der Absatz von Schnittholz war das gesamte Jahr zufriedenstellend, vor allem im Hauptwarenbereich bei KVH und BSH-Lamellen. Im Verpackungsbereich verspürten wir vor allem im Sommer eine leichte Belebung. Seit Herbst ist der Bereich Verpackungsschnittholz und Palettenklötze schwieriger geworden und wird im kommenden Jahr schwierig bleiben.
Vor allem aus der Automobilindustrie kommen laufend negative Nachrichten. Oder beispielsweise der jüngste Konkurs in Österreich bei einem Motorradhersteller. Deutschland ist der Wirtschaftsmotor in Mitteleuropa und dieser gerät ins Stottern. Die Elektromobilität stellt vor allem die Automobilindustrie und deren Zulieferer vor neuen Herausforderungen. Ein Beispiel: Ein Verbrennungsmotor besteht aus 38 Teilen, ein Elektromotor aus 8. Dieses wirkt sich bis zu den Palettenproduzenten aus. Weniger Teile, desto weniger Paletten werden benötigt. Märkte wie die USA waren das gesamte Jahr schwierig. Jedoch gab es in den letzten 4 Wochen etwas Belebung. Nur die MENA-Staaten, Levante-Märkte, Nordafrika haben etwas mehr Menge abgenommen in diesem Jahr. China wird vom Großteil von Russland beliefert. Somit ist China für uns Produzenten aus Mitteleuropa aktuell kein interessanter Markt. Europa verliert immer mehr Produkte an Asien. China produziert aktuell 10% der Pkw, die weltweit verkauft werden, und will bis 2030 30% des Weltmarktes im Pkw-Bereich beliefern. Die Asiaten arbeiten mehr als wir in Mitteleuropa. In Europa ist seit einigen Jahren ein schleichender Auswanderungsprozess von vielen Industriezweigen und Unternehmen im Gange. Unsere Politiker in Deutschland und Österreich sind mit sich selbst beschäftigt und machen ihre Hausaufgaben nicht. Erleben wir 2025 das Jahr der Konkurse in Mitteleuropa? Die Holzindustrie in Mitteleuropa, sozusagen auch unser Unternehmen, hat einen großen Vorteil. Wir haben einen nachwachsenden Rohstoff, Rundholz, der sozusagen vor unserer Haustüre Sägewerke wächst. Und auch der Anteil am Holzbauten ist dieses Jahr bei sinkender Bautätigkeit weiter gewachsen. Betonen möchte ich auch, dass mehr Rundholz in Mitteleuropa nachwächst, als verarbeitet wird. Somit ist auch für unsere nächsten Generationen genügend Rohstoff vorhanden. Der Absatz unserer Schalungsprodukte, Schalungsplatten und Schalungsträger ist über das gesamte Jahr sehr gut gelaufen. Es wurde weniger Mehrschichtplatten von China, von Russland Richtung Mitteleuropa geliefert. Unsere Holzbauprodukte, Brittschichtholz und Naturholzplatten wurden kontinuierlich gut abgenommen. Die Holzbauprodukte, vor allem CLT, konnten weitere Marktanteile gegenüber Ziegel und Beton gewinnen. Vor allem bei Aufstockungen wird mittlerweile der Holzbau und deren Produkte bevorzugt. Der Absatz unserer Biobrennstoffe war über das gesamte Jahr 2024 schwierig, da vor allem im Pelletsbereich neue Produzenten dazugekommen sind. Durch die Förderprogramme in Österreich werden heuer 22.000 neue Pelletskessel installiert. Das heißt, plus 120.000 Tonnen werden mehr Pellets im nächsten Jahr dadurch benötigt. Deutschland war bedeutend schwieriger im Bereich Pellets, da dort die Förderungen von neuen Pelletskesseln Anfang des Jahres zurückgenommen worden sind. In den letzten Wochen verspürten wir in unseren Kernmärkten Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich etwas Belebung bei den Pellets. Ein milder oder strenger Winter fordert minus 20 oder plus 20% mehr Pellets. Somit ist ein Pelletsmarkt kaum voraussagbar. Die Lager unserer Kunden sind aktuell im Pelletsbereich gut gefüllt und der Großteil der Sägewerke in Österreich und Deutschland stellen über den Winter von Weihnachten 3 Wochen ihre Produktionen ab. Somit wird 3 Wochen lang keine Pellets produziert und der Absatz im Jänner müsste voraussichtlich sehr gut funktionieren. Die weiteren Herausforderungen für 2025 werden die Energiekosten, die Logistik und der Personalmangel, vor allem im Facharbeiterbereich, bleiben. Auch wenn sich der Personalbereich dieses Jahr nicht verschlechtert hat, da sehr viele Industriebetriebe und auch andere Unternehmen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen abgebaut haben, wird der Personalbereich schwierig bleiben. KI wird uns in einigen Bereichen unterstützen, vor allem bei der Automatisierung und in den Ablaufen im Unternehmen. Es ist wichtig, dass die Holzbranche Angebot und Nachfrage der Situation anpasst und nicht die Mengen über den Preis stellt. Sozusagen ist 2025 Fahren auf Sicht angesagt. Ertrag vor Menge.
Ich gehe davon aus, dass 2025 schwieriger wird als dieses Jahr. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch und übergebe das Wort zurück an dich, Manuela. Vielen Dank, lieber Michael. Wow, da war schon einiges dabei an Informationen. Das werden wir dann mit hineinholen in unseren Panel. Ich darf Ihnen jetzt, liebe Zuseherinnen und Zuseher, eine kleine Vorschau geben, wie es weitergeht bei uns hier im Online-Event. Und zwar erwarten wir dann gleich einen Vortrag mit dem Chefredakteur des Holzkuriers, mit Gerd Ebner. Und er wird uns einen Rückblick in das Jahr 2024 geben. Nach dem Vortrag darf ich Ihnen dann unsere Expertenrunde vorstellen. Jeder wird sich einzeln mit seinem Statement bei Ihnen vorstellen und präsentieren und dann geht's ab in unsere Podiumsdiskussion. Ja, und jetzt geht's in den Vortrag, meine Damen und Herren. Wir schauen auf das Jahr 2024 zurück. Das war ja eine wirtschaftliche Talfahrt und da wird uns jetzt Gerd Ebner noch einmal mit hineinholen. Herzlich willkommen an den Chefredakteur des Holzkuriers. Vielen Dank nach Imst, vielen Dank Manuela, vielen Dank Michael für die tolle Einleitung. Also im Prinzip ist mein Vortrag schon vorweggenommen, aber ich möchte vielleicht einige Aspekte detaillierter beleuchten und etwas anders beleuchten vielleicht. Mein Name ist Gerd Ebner, ich bin Chefredakteur des Holzkurier. Das wird jetzt mein 30. Jahreswechsel in der Funktion beim Holzkurier. Jeder ist etwas anderes. Und vielleicht im Unterschied zu dem Vorjahr muss man jetzt sagen, es lässt etwas mehr Optimismus zu als wie reinen Zwecksoptimismus, wenn wir in das nächste Jahr hineinschauen. Wobei man auch sagen muss, vielfach wird die jetzige Krise mit der Finanzkrise verglichen. Meiner Meinung nach ist die jetzigen Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, doch struktureller und längerfristiger als wie das, was wir damals erlebt haben. Aber wollen wir schauen, wie es weitergeht. Ich gebe jetzt mal starte meine Präsentation. Ja, so wie Michael Pfeiffer das schon gesagt hat, ein wesentlicher Teil, man muss blicken speziell in den Wald hinein. Und vielleicht 2024 speziell ab dem vom Wechsel ins zweite, ins dritte Quartal, als man gesehen hat, dass Schadholz doch deutlich, deutlich weniger kommt als in den Vorjahren in Deutschland und in Tschechien, ist die Versorgungslage doch in vielen Bereichen angespannt gewesen und der Faktor Rundholz ist deutlich, deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt, entsprechend auch die Preise. Es hat Einschnittsreduktionen gegeben, die teilweise nicht auf den Absatz zurückzuführen waren, sondern einfach auf den Mangel an Rundholzangebot. Äh, Entsprechend gestaltet war das zweite Halbjahr. Die Sägewerke, wir haben es gehört, haben heuer eine stabilere Entwicklung gehabt, weil einfach der Einschnitt auf das Niveau reduziert wurde in vielen Bereichen, das auch notwendig war. Die Nachfrage hat sich nicht deutlich verändert, sondern insbesondere auch das Angebot etwas verbessert. Nichtsdestotrotz, zweischichtig ein Sägewerk zu betreiben, ist für viele wirklich eine Herausforderung und wird sich auch in den Ergebnissen immer noch niederschlagen. Die Weiterverarbeitung möchte ich so titulieren, wenn man aufs BSH schaut, die haben es extrem gut geschafft, das Angebot der Nachfrage anzupassen. Das war nicht in allen Bereichen so. Bei KVH schon deutlich, deutlich schwieriger. Wir kennen die volatile Preisentwicklung bei KVH. Das war auch heuer so der Fall. Aber insbesondere der Superstar des letzten Jahrzehnts, BSB, hat sich sehr schwer getan im ersten Halbjahr. Und das war auch verwunderlich. Binnen 14 Tagen faktisch hat sich die Lage hinsichtlich der Nachfrage drastisch verändert. Allerdings die schlechten Preise des ersten Halbjahres haben diese Branche weit, weit hinein ins zweite Halbjahr dann mitgenommen. Von den Verarbeitern her, wir haben schon gehört, das Einfamilienhausbau hat gravierende Schwierigkeiten. Aber je weiter die Holzbauer und die Verarbeiter vom Einfamilienhausbau wegkommen, desto besser war es. Auch Richtung kommunalen Bau, mehrgeschossigen Holzbau, Sanierungsbereich. Sanierungsbereich geht sehr gut und dort sind die speziell im seriellen Sanieren die Verarbeiter wirklich gut ausgelastet. Verpackungsbereich, ich glaube sogar, dass Deutschland etwas besser weggekommen ist als wie heuer noch vielfach in Italien. Hier spürt man einfach die Krise in sehr, sehr vielen Branchen. Das einmal fürs heurige Jahr. Der Rundholzpreis hält sich weder im Auf noch im Rund, im letzten Jahrzehnt, weder beim Rauf noch runter an das, was sich beim Schnittholz tut. In den Bereichen, wo der Schnittholzpreis stark gestiegen ist, ist aufgrund der Schadholzkalamität der Rundholzpreis runtergegangen.
Die Ausreißer nach oben in diesen Übertreibungsjahren 21, 22 sind nicht so hoch weitergegangen. Aber auch jetzt die Aufwärtsentwicklung ist deutlich stärker als wie jetzt beim Schnittholz. Diesbezüglich möchte ich das als entkoppelt bezeichnen. Beim Rundholzpreis, wir haben es voriges Jahr schon gesehen, Mitte des Jahres ist der Rundholzpreis einmal runtergegangen auf das mittlere Niveau der letzten 10 Jahre, liegt aber jetzt deutlich, deutlich drüber. Das ist nicht nur in Mitteleuropa so, und das ist vielleicht eine der fundamentalsten Erkenntnisse des heurigen Jahres, sondern insbesondere auch in Skandinavien ist der Rundholzpreis sehr stark gestiegen. Das ist jetzt nur zum Beispiel Schweden genommen. Wenn man Südschweden zeichnen würde, hier gab es eine Verdoppelung des Rundholzpreises vom Jahr 2021 bis heuer 2024. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren die gesamte Branche beschäftigen, dass es hier einen Rundholzpreis gibt, faktisch von UK, von den britischen Inseln, über Zentraleuropa, über das Baltikum, über Skandinavien, gibt es irgendwo so ein Preisniveau von 100 bis plus minus 5 Euro. Osteuropa deutlich darüber, momentan auch in Mitteleuropa schon Regionen, wo das eher darüber geht. Wie wir alle wissen, jeder dritte Kubikmeter Schnittholz, der in Europa erzeugt wird, geht nach Übersee. Und hier war das erste Halbjahr wirklich, wirklich schlecht. Als der Preis ziemlich am Boden war, ging er noch einmal drastisch nach unten. Das war so im April, Mai, wo alle gedacht haben, die Preise werden steigen. Es war nicht der Fall. Es hat dann bis in Juli hinein gedauert, wo dann ab Ende Juli jede Woche der Preis etwas nach oben gestiegen ist. Und mittlerweile am Ende des Jahres muss man fast sagen, die USA haben wieder auf grün gedreht. Schon angesprochen von Michael Pfeiffer war die sehr gute Abnahme und auch die relativ guten Preise in speziell Mittlerer Osten, aber auch in Nordafrika. Da setzt sich etwas fort, was in den letzten Jahren schon war. Also der größte Überseemarkt Europas performt und nimmt Mengen ab. Das ist die Levante, das ist eine große Erleichterung. Für Europa, auch im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren, muss man fast noch eine rote Ampel hier lassen. Es war extrem schwer. Wir kommen im Detail noch darauf. China wurde schon angesprochen, keine Hoffnung, keine Möglichkeit mehr, diesen Markt zu erreichen. Die sind mit der Baukrise gravierend beschäftigt. Detto Japan. Japan hat sich heuer zwar ein bisschen erholt, aber wenn wir einen Mehrjahresvergleich nehmen, muss man auch hier eine rote Ampel hinstellen. Das heißt, nur 2 Ampeln grün, keine gelb, 3 rot von den großen Regionen. Europa, wenn wir uns vielleicht nur 2 Zahlen anschauen, das ist der Bedarf in Europa, so wie das die großen Abnehmerländer prognostiziert haben. Und die Differenz zwischen den beiden Zahlen, da liegen 3 Jahre dazwischen, aber da liegen 18 Millionen Kubikmeter Bedarf in Europa dazwischen. Das ist so viel, wie Schweden in einem Jahr produziert. Also die gesamte schwedische Produktion ist der Minderbedarf in Europa. Wir schauen auf das nächste Jahr. Da wird von den Importländern vorhergesagt, eine geringe Erhöhung, 1,7 Millionen Kubikmeter, nicht wirklich viel angesichts dessen, was in Europa produziert wird. Aber zumindest, wenn man so will, die Talsohle wurde einmal vom Bedarf her hier überschritten. Diese Kurve, ich brauche nichts dazu sagen, das sind die US-Preise. Es ist jetzt bis Mitte 2021 war der höchste Preis, jemals erzielte Preis 1.700 US-Dollar, ungefähr 1.000, mit jetzigem Währungsverhältnis 1.070 Euro. Die Europäer sagen, sie brauchen 600 US-Dollar, um wirklich rüberliefern zu können, inklusive der Frachten und die ganzen Handlinggebühren und was da dazugehört. Und es hat lange gedauert, bis man das, was wir 2022 gehabt haben, 600 US-Dollar wieder erreicht haben, nämlich jetzt vor 14 Tagen wurden die 600 US-Dollar nochmals geknackt. Das Preisbild hier ist ein Preisbild, das der Holzkurier seit Mitte des Jahres erhebt, seit Mitte September publiziert. Wir fragen jeden Freitag die großen europäischen Exporteure, wie die Woche gelaufen ist in den USA, und wir fragen die großen amerikanischen Importeure, wo das Preisniveau ist, und immer eine Vorausschau für die nächste Woche. Wenn Sie das interessiert, bitte lesen Sie rein, holzkurier.com jeden Montag mit den frischen Werten aus den USA. Diese Grafik ist jetzt nicht die Preiskurve
von US-Schnittholz, sondern von einem Leimholzprodukt, nämlich, das weiß auch jeder, KVH. KVH ist extrem volatil, hat große Ausschläge gemacht, bis zum Dreifachen fast des normalen Wertes. Das sind jetzt indizierte Preise von 2019 und wir sehen hier, KVH ist jetzt bei 122% von 2019. Es hat irgendwie einen Teil der Mehrkosten kompensieren können, aber noch nicht mehr. BSH, die gelbe Linie, hat diese Ausschläge nicht mitgemacht, liegt jetzt ungefähr bei einem Drittel höher als wie 2019 und zeigen durch das Ganze eigentlich nur wegen einem Produkt, nämlich Brett Sperrholz. Und hier ist die traurige Entwicklung. Erstens, weil man so nah am Projekt ist, hat man die Preise nicht mitnehmen können in diesen Übertreibungsjahren. Man hat die Preise schlucken müssen beim Rohmaterial, aber nicht beim Endprodukt. Und ähnliches ist jetzt hier. Also die Branche kämpft sich von einem extremen Tief bis Mitte des Jahres langsam raus, aber hat die 100% noch nicht erreicht, ist noch nicht bei den Preisen, die wir im ersten Quartal 2019 gehabt haben. Und das ist natürlich ein großes Problem, wirkt sich auf den Deckungsbeitrag der Produzenten aus. Vielleicht etwas Trost mag diese Kurve, ist etwas kompliziert, aber schauen wir nur, das sind die Baugenehmigungen aller Projekte des gesamten Marktes und hier in Rot die des Holzbaus. Und das Holzbau in Deutschland performt deutlich besser und zwar abgekoppelt seit 17, 18, 19 immer besser als wie der normale Hausbau. Und das gibt uns Hoffnung und das gibt auch diesbezüglich Hoffnung, dass es die Branche wirklich geschafft hat, Märkte zu schaffen, obwohl absolut die Absätze vielleicht zurückgegangen sind. In Relation zum Massivbau hat die Branche zugelegt und davon werden wir in den nächsten Jahren gravierend profitieren. Genauso von dieser Entwicklung, dass ein Centzähler wie Aldi, also ein Discounter, der wirklich jeden Cent mehrmals umdreht, jetzt auf Holzbau setzt. Aldi Nord, ein bisschen später Aldi Süd, dass ein riesiges Holzhotel am Flughafen gebaut wird. Dass erneut ein großes Holzhochhaus in Wien gebaut wird. In Wien wird parallel auch ein Stadtviertel errichtet, dass Microsoft für die Datencenter Zwischendecken aus CLT einbaut. Dass Google das Headquarter in Holz baut und schon in Auftrag gegeben hat, ein weiteres Gebäude in Holzbau. All das sind extrem zuversichtliche Zahlen, von denen wir in der Zukunft profitieren werden. Oder jüngst Anfang Dezember, Billa will den CO2-Ausstoß reduzieren auf 50%. Und das ist ein Referenzprojekt eines Supermarktes, wie er künftig ausschauen kann, hier in Wien. All das ist Zukunftsmusik. Die Realität ist leider die, dass die großen Holzindustrien in Österreich wirklich ein substanzielles Minus gemacht haben 2023. Ich fürchte, dass es 2024 auch noch ein gravierendes Minus ist, vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Das ist zumindest die Prognose vom September, möglicherweise sogar noch ein bisschen pessimistischer. Und für 2025 kann eine Rückkehr Richtung Null sein, aber ich fürchte auch nicht mehr als wie das. Ich kann keinen Vortrag halten jetzt im Dezember, ohne die Firma Ziegler zu erwähnen, die wirklich mehrere Insolvenzen hingelegt hat. Dort sind die Probleme aus meiner Sicht nicht alleine auf die Konjunktur zurückzuführen, sondern auch in Normaljahren wäre es schwer gewesen, dieses Investitionsvolumen zu stemmen, die man sich dort ambitioniert vorgenommen hat. Jemand anders, der unser Sägewerk des kommenden Jahres sein wird, war die Firma Abalon. Ich zitiere kurz Michael Pfeiffer. Er sagt, die Holzindustrien sind gut im Hochfahren, aber sehr schlecht im Zurückfahren. Heuer haben sie, glaube ich, die Holzindustrien bewiesen, dass sie auch das können, dass man das Maß anpassen kann. Die Firma Abalon hat es ganz radikal gemacht. Die haben heuer abgestellt und den Reset genutzt, im wahrsten Sinne des Wortes, jede Schraube zu putzen, nur die Stammmannschaft zu halten und jetzt 2025 langsam wieder hochfahren, wenn der Markt hoffentlich wieder kommen wird. Das war jetzt ein Vorgriff auf 25. 25 wird uns dieser Mann beschäftigen, ob man ihn mag oder nicht. Selbst seine Fans sagen, er ist nicht vorhersehbar. Nicht vorhersehbar. Wir werden sehen, was die Zölle bringen, die er angekündigt hat. 40% zum Beispiel auf Kanada, 10% auf alle. Ob das kommen wird, wie das kommen wird. Wenn es kommt, hat das nicht nur Einfluss auf die Geschäfte Richtung USA, sondern ich glaube auf den Welthandel. Es werden sich Warenströme verschieben.
Eine andere Ankündigung von diesem Herrn ist, er wird am ersten Tag oder binnen 24 Stunden den Ukraine-Krieg beenden. Es wäre schon toll, wenn er binnen 24 Wochen den beenden würde. Auch das würde natürlich, hätte das Potenzial einer Sonderkonjunktur. Es gibt ein ganzes Land aufzubauen. Es gilt, ein Land wieder Chancen zu geben, Perspektive zu geben. Äh, Nächstes Jahr kommt eine neue Regierung in Deutschland, wer auch immer das sein wird. Er wird um den Fokus Bau nicht herumkommen, auch angesichts der Flüchtlingsströme, die hier gekommen sind. Also man wird beim Bau was tun müssen. Deutschland wird 2025, ohne dass jetzt irgendwas weiter passiert, 200.000 Baubeginne haben. 400.000 für Wohnungen wollte die Regierung, war das politische Ziel nicht nur der letzten Regierung, sondern auch der Regierung davor. 400.000 Bau, 200.000 werden nächstes Jahr kommen, wenn kein Wunder geschieht. Und seit 10 Jahren beschäftigt uns dieser kleine Käfer. Man weiß noch nicht, heuer war er relativ gnädig in vielen Bereichen, aber teilweise auch nur deswegen, weil keine Fichte mehr gibt. Mitteldeutschland wurde schon angesprochen. Der Weltmarkt 25, ich sage mal, die USA eine grüne Lampe. Für Europa wenig Hoffnung auf eine fundamentale Veränderung. Was kommen wird, die Infrastrukturmaßnahmen, die ergriffen wurden, ja, die sind schön, aber da geht halt wenig Holz hin. MENA Region, also Mittlerer Osten, Nordafrika, ja, es gibt Israel, ja, es gibt Syrien, täglich neue Entwicklungen, Iran, wie geht es da weiter? Aber äh, unabhängig davon oder soweit wir blicken können, müssten wir auch hier eine grüne Lampe hinstellen. Definitiv rot, China gelb, deswegen, weil Japan muss langsam wieder kommen, Japan wird wieder kaufen und Japan ist schon auch ein kleiner Hoffnungsmarkt für das kommende Jahr. Äh, Das noch einmal, das ist die Preiskurve, die wir gezeichnet haben. Der Peak hier, dieser kleine Bruch, ist jetzt einmal wirklich, die Lager sind gefüllt. Es geht in den Winter, der Bedarf sinkt, deswegen gehen auch die Preise etwas runter. Es wäre keine Verwunderung, wenn der Preis jetzt deutlich runtergeht zu 50, 60 US-Dollar. Da wären wir herunter auf 330 Euro pro Kubikmeter. Äh, und dann von dort wieder eine Steigerung. Warum eine Steigerung? Insbesondere glaube ich auch, weil die Produktionsrücknahmen in Kanada, die haben sich noch nicht wirklich ausgewirkt. Die sind aber fundamental. Die sind teilweise irreversibel. Die Sägewerke sind teilweise stillgelegt worden. Das wird sich auswirken. Das wird der Bedarf für die USA, den zu decken, nicht leicht. Es kommt, es wäre auch ohne Trump ein Bauboom gekommen, einfach weil viele Investitionsprojekte gesteckt sind. Es hat eine politische Entscheidung, es muss eine politische Entscheidung her, die gibt es jetzt. Also es wird auch wieder gebaut werden. Ich glaube, der Bedarf in den USA wird 2025 gut werden. Ich gehe da kurz drüber hinweg, über die Produktion in Deutschland und Österreich. Es ist schon viel darüber geredet worden. Die Erwartungen, die jetzt so kolportiert werden, ist eine leichte Steigerung für das kommende Jahr. Wir machen gerade die Umfrage für die Sägewerke Österreich, die größten Sägewerke Österreich. Da passt das so in den Rahmen. Leichte Steigerungen, also ganz vorsichtiges Agieren. Irgendwo diese Steigerung, die vorhergesagt wurde im Verbrauch. Es wird das alles notwendig sein, wenn wir nur das verinnerlichen, was Herbert Jöpstl als europäischer Sägerpräsident gesagt hat. Es bereitet ihm Sorgen, dass in einem Jahr wie heuer, wo der Bedarf wirklich nicht groß war vom Schnittholz, dass es da schon schwierig ist, genug Rohstoff zu bekommen. Und er fragt sich, was passiert, wenn die Absatzmärkte wieder normal laufen, wenn wir wieder normal produzieren. Normal heißt zum Beispiel das, was da Deutschland vor 2, 3 Jahren gemacht hat. Gibt es dann genug Rundholz? Und das wird eine der Schlüsselfragen sein. Italien als positives Beispiel wurde schon erwähnt. Das ist noch eine andere Grafik vom Internationalen Währungsfonds, die exorbitante BIP-Dynamik zumindest für 24, 25 von Italien zeigt, die ja deutlich höher ist als wie in Deutschland oder Österreich. Die Bauprojekte sind erwähnt worden, wirklich extrem erfreulich. Allerdings, es geht sehr viel Verpackungsware nach Italien, wo man sich immer noch schwer tut. Wir kommen langsam zu Ende. Brett Sperrholz, ist eine Grafik, die ist ungefähr 1 Monat alt. Wir sehen, heuer ist die Produktion ganz leicht gestiegen. Auch die Produzenten haben wirklich vorsichtig begonnen, weil installiert wurde ja neue Kapazität, wäre hier die grüne Linie.
Aber das, was jetzt angekündigt worden ist, es kommt im ersten Halbjahr 2025 doch einiges an neuer Produktion hinzu. Einige Produzenten starten eine weitere Schicht und dazu muss man sagen, es wird dann wirklich spannend, wenn fast alle Brettsperrholzproduzenten dreischichtig fahren werden. Äh, also es wird den Markt brauchen. Es gibt große Projekte, ich habe es erst gezeigt, in der Masse. Michael Pfeiffer hat erwähnt, die großen Kindergartenbauten. Diese Kindergartenbauten gibt es genauso in Österreich. Und was vielleicht auch ein Unterschied ist, die Politik baut Kindergärten, baut Schulen, baut teilweise Schulen an. Und all das passiert mittlerweile wie selbstverständlich in Holz. Holz nicht nur aus CO2-Gründen, nicht nur wegen der Kosten, sondern insbesondere, weil Holzbau einfach wahnsinnig schnell ist, trocken ist. Also da wird nicht mehr viel überlegt, das wird in Holz ausgeschrieben und in Holz gebaut und auch das wird uns längerfristig beschäftigen. Diese Woche haben wir auf holzkurier.com gefragt, wird es im ersten Quartal eine Preisreihe geben? Wir kennen die angekündigten Preise für das erste Quartal. Hauptware irgendwo plus 10 Euro, plus 20 Euro. Seitenware noch nicht allzu so viel, aber wird wohl wenige Wochen später nachziehen. KVH-Rohware hat sich deutlich verteuert oder wird sich mit Jänner deutlich verteuern. Und auch das Rundholz wird mit Jänner teurer. Unsere Leser zumindest glauben das nicht, dass diese Preisrallye kommen wird. Sie gehen davon aus, nur zwar die Mehrheit sagt 43% ja, aber die Mehrheit ist unbestimmt beziehungsweise sagt nein. Also irgendwo, es gibt keine klare Tendenz für das. Was erwartet uns im Wald 2025? Sägerundholz ist weiterhin gefragt. Es war heuer ein extremer Schock für viele große deutsche Holzindustrien, als eine große deutsche Landesforstverwaltung gesagt hat, das Angebot im ersten Halbjahr wird bei der Hälfte dessen liegen, was heuer war. Und heuer war es schon knapp. Ähm, Die Landesforstverwaltung macht das nicht aus Juxendollerei, sondern aus phytosanitärer Vorsicht. Es kann ein trockenes Jahr kommen, keiner weiß es. Also es ist die Versorgungslage der Säger, es wird weiterhin im Fokus stehen. Ähm, Jetzt einmal muss es schauen, dass beim Schnittholz das nachgeholt wird, was im Wald schon umgesetzt wurde, sprich, dass die Schnittholzpreise auf das Niveau kommen, was die Sägewerke brauchen, um zumindest positiv zu realisieren. Ansonsten sind auch temporäre Abstellungen nicht unmöglich. Absatzseitig, ich sage mal, die Talsohle dürfte einmal zumindest erreicht worden sein. Ob es jetzt gravierend drauf geht, bezweifle ich, aber zumindest die Talsohle ist einmal erreicht. Diesbezüglich können wir hoffen, Bauerholung. Immer hat es geheißen, der Bau steht deswegen, weil die Zinsen so hoch sind. Die Zinsen sind jetzt tiefer, die Zinsen werden weiter sinken, aber die Konsumentenzuversicht fehlt natürlich. Es gibt ein gewisser Pessimismus, auch angesichts aller Krisen, die in dieser Welt sind. Ja, was bleibt? Holzbau gewinnt Marktanteile. Spektakuläre Holzbauten sind an der Tagesordnung. Ich habe sie schon aufgezählt. Das habe ich noch ganz schnell in den Vortrag rein tun müssen, ist eine Meldung von gestern, dass die Weltzementvereinigung vorhersagt, es gibt einen beispiellosen Wandel in dieser Branche. Und zumindest in diesem ganz kurzen Text von einer sehr renommierten Architekturplattform kommt auch das Wort Mass Timber vor. Mass Timber, das auch einiges wegnehmen könnte. Und Mass Timber vielleicht nicht nur, also Brettsperrholz, nicht nur auf Europa bezogen, sondern insbesondere auch, was sich in Nordamerika noch tun wird. Das ist ja der Zukunftsmarkt für die Branche momentan, dass die Amerikaner entsprechend aufholen werden. Das ist etwas, was ich gehört habe auf der Internationalen Software-Konferenz von Peter Banja. Ja, die Zukunft ist auf jeden Fall glänzend. Ich habe sie beschrieben, wenn selbst große Ketten wie Aldi umsteigen, wenn die großen Google, Amazon auf Holzbau umsteigen, wenn Kindergärten logischerweise in Holz gebaut werden. All das hilft uns enorm. Und wenn der normale Bau noch hinzukommt, äh, ist die Zukunft wirklich rosig. Allerdings wissen wir noch nicht genau, weder das Jahr noch das Monat, wann das so sein wird. Aber es wird kommen und mit etwas Zuversicht möchte ich zurückgeben nach Imst und übergebe wieder an Manuela. Vielen Dank, lieber Gerd. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Zahlen, Daten, Fakten sehr emotional präsentiert. Vielen Dank, lieber Gerd, an dich.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht's los mit unseren Fachexperten. Gerd, du darfst bei uns bleiben. Wir schalten jetzt gleich die Experten dazu mit ihren Statements und ich darf begrüßen den Vertriebsleiter bei Pfeifferbrot für Schnittholz und Verpackung. Hier ist er für Sie, auch der Geschäftsführer von Euroblock, Leonhard Scherer. Herzlich willkommen, lieber Leonhard. Ja, vielen Dank, Manuela, für die einleitenden Worte. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Leonhard Scherer. Bin seit über 30 Jahren auch in der Holzindustrie, ähnlich wie der Gerd Ebner. Bin verantwortlich bei der Pfeiffer Gruppe für den Vertrieb von Schnittholz, Hobelware und Verpackungsholz sowie Palettenklötzen. Ja, kurzes Statement von meiner Seite. Insgesamt glaube ich, können wir schon sagen, dass die Anpassungen der letzten Jahre in der Sägeindustrie Wirkung gezeigt haben. So wie der Gerd Ebner das auch gesagt hat, haben wir doch einen weitgehend ausgeglichenen Markt. Wir sehen jetzt auch eine gewisse Trendwende mit steigenden Preisen, die wir dringend nötig haben. Wir hängen sicher der Rundholzpreisentwicklung noch hinterher. Aber die Richtung, denke ich mal, wird für nächstes Jahr bleiben, dass die Preise steigen werden. Ich bin auch nicht so pessimistisch, was das nächste Jahr angeht. Sicher sind wir noch nicht ganz aus dem Tal und wir sehen zwar den Schein, aber noch nicht das Licht vom Ende des Tunnels. Aber in Summe glaube ich doch, dass wir nicht mehr weiter runterfallen bei der Nachfrage. Entscheidend wird sein, dass wir weiter das Angebot und die Nachfrage im Balance halten und auch, ja, dass wir die höheren Rundholzpreise abgesetzt bekommen und das nicht nur, sage ich mal, in Zentraleuropa, sondern auch global. Und hier ist sicherlich ein Risiko, dass wir in manchen Märkten mit den hohen Rundholzpreisen dann nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ja, das mal von meiner Seite als erstes Statement. Vielen Dank. Danke, lieber Leonhard. Das wird eine runde Sache global, das sehe ich schon kommen, mit diesem Optimismus. Ich begrüße als nächsten Experten in der Runde den Vertriebsleiter für Holzbau. Wir freuen uns sehr auf den Klaus Gräber. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Danke, Manuela. Servus und hallo. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Klaus Gräber und verantworte bei der Pfeiffer Gruppe die Sparten- und Vertriebsleitung für sämtliche Holzbauprodukte der Pfeiffer Group. Mein Statement ist eine Kopie einer Dame, die heißt Jula Möbus vom Deutschen Sägewerksverband. Sie hat nämlich gesagt, wir müssen bauen, wir brauchen Wachstumsimpulse. Bau muss wieder leistbarer und unbürokratischer werden. Das hat sie an die deutsche Regierung adressiert. Freilich muss das für alle europäischen Regierungen Gültigkeit haben. Der Bau war es, ist es aktuell leider nicht. Er sollte, muss aber in Zukunft wieder sein, nämlich der Wachstumstreiber. Wir als Hölzerne sind politisch und gesellschaftlich gewollt und das macht mich optimistisch und positiv gestimmt, dass trotz aller Wolken am Baukonjunkturhimmel das Jahr auch nächstes Jahr halbwegs vernünftig verlaufen wird. Man hofft immer und hoffen ist schließlich besser als verzweifeln, habe ich mal gelernt. Das stimmt, lieber Klaus. Die Hoffnung ist die größte Form der überwundenen Verzweiflung, sage ich immer. Wir werden heute Hoffnung geben mit euch als Experten und ich darf als nächsten Experten in der Runde begrüßen den Logistikleiter bei Pfeiffer Group und das ist Christoph Bader. Hallo, lieber Christoph. Hallo, schönen Nachmittag aus der Logistikabteilung. Mein Name ist Christoph Bader, seit 6 Monaten im Unternehmen. Mein Statement, Logistik stellt kein Produkt her oder verkauft es, aber ohne Logistik ist es beides nicht möglich. Es wird in der Logistik herausfordernd bleiben und wir müssen schauen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Ja, das ist die Wahrheit an einem Strang. Ihr zieht's alle gemeinsam los. Lieber Christoph, du darfst auch bei uns bleiben. Wir schalten jetzt Michael Pfeiffer dazu in die Runde und dann kann es auch schon losgehen mit unserem Podiumspanel. Noch einmal, es sind schon einige Fragen eingetroffen. 5 sehe ich schon in unserer F&A-Funktion. Also fragen Sie fleißig weiter jetzt während der Diskussionsrunde und wir holen dann die Fragen mit an Bord. Meine Herren, Sie sind bereit für die Diskussionsrunde, dann lege ich los. Wenn jemand gerade zur Info auf eine Antwort geben möchte, dann bitte die Hand physisch heben und ich nehme sie oder euch mit rein. Wir sind ja bei Du, bei Pfeiffer, das ist sehr angenehm heute. Und ich sage, wir starten mit Michael los. Michael, wir haben jetzt schon sehr viel gehört. Es schaut nicht so gut aus im letzten Jahr. Wie schaffen wir es denn wieder oder die Holzbranche, dass wir nächstes Jahr in die Gewinnzone kommen? Ich glaube, wichtig ist, wie ich schon erwähnt habe, Angebot und Nachfrage muss zusammenpassen im Jahr 2025. Holz muss wieder einen Preis und Wert bekommen. Marge vor Menge. Ich glaube, man muss auch mengenbewusst umgehen und natürlich das anpassen, vor allem nächstes Jahr, wie die Märkte funktionieren.
Ja, ich darf gerne ein bisschen da noch nachbauen mit der Politik. Der Gerd hat schon angesprochen, du auch. Wir sind da sehr kritisch heute, weil es ja stockt alles irgendwie. Auch Unternehmen wandern ab. Wie siehst du das? Die Industrie in Mitteleuropa verlieren wir weiterhin nach Asien? Auf alle Fälle leider. Es ist natürlich, wie ich auch schon erwähnt habe, einige Bereiche, die Textilindustrie hat in den Ende der 70er Jahre, 80er Jahre begonnen auszulagern, ihre Produkte. Wir haben natürlich in den letzten Jahren, der Handel hat einige Produkte verloren und was mir am größten Sorgen macht, ist die ganze Automobilindustrie, wo da vermehrt Richtung Asien die Autos produziert werden. Und da haben wir natürlich Gott sei Dank schon einen Vorteil in unserer Branche, dass wir einfach einen Rohstoff haben, der wo nachwächst, auch wenn unsere Branche aktuell auch nicht ganz einfach ist, aber wir haben eine Branche mit Zukunft und auf der kann man schon aufbauen. Gott sei Dank, die nächsten Generationen sind gesichert, haben wir gehört, und es wächst vor dem Haustürchen weiterhin. Ich gebe an den Klaus gerne die nächste Frage weiter. Was erwartest du, Klaus, für alle Märkte in Europa 2025? Gibt es ähnliche Entwicklungen wie in diesem Jahr oder wird es da anders aussehen? Was glaubst du? Wir glauben, das zu beantworten, ein bisschen zurückschauen ins laufende Jahr 2024. Michael hat schon viel gesagt, der Gerd auch, aber ich glaube, es gab ja Herausforderungen und zu Beginn und im Verlauf des Jahres, ich denke an Versorgungsthemen, Industrie, Lamellen für NSC, Leinwände für Süditalien. Wir mussten ganz massiv Marktverschiebungen vornehmen, die uns das Leben schon ein bisschen schwer gemacht haben natürlich. Wir hatten temporär auch je nach Produkt auch Auslastungssorgen. Das CLT ist oder Batchboards ist angesprochen worden. Das ist und bleibt ein Dauerbrenner, was die Auslastungsfrage betrifft. Wir haben das Thema Preise stabilisieren, erhöhen, Ertragsverbesserungen. Michael hat eben gesagt, Marge vor Menge. Das ist klar, insbesondere nach einem Jahr wie 2023. Generell glaube ich, dass für uns, rein auf Holzbau-Sicht gesehen, zumindest 24 wesentlich besser war, als wir es geglaubt haben oder erwarten durften tatsächlich. Wir haben eigentlich in allen Ländern, wir haben zwar Rückgänge natürlich in Ländern wie Deutschland, auch in Österreich oder auch Frankreich zum Teil ein bisschen auf jeden Fall. Wir konnten das alles kompensieren in Ländern wie Spanien, wie Portugal oder auch speziell in Italien, sodass wir im Grunde genommen nicht klagen dürfen. Diese Dynamik, die wir erlebt haben in Spanien, speziell noch in Italien, setzt sich meiner Meinung nach fort. Das kann man momentan ziemlich gut ablesen an dem, was reinkommt und auch was schon für das kommende Jahr angefragt worden ist. Insofern glaube ich, das kann so weitergehen. Deswegen werden wir auch in der Lage sein, vermutlich Mengen auch zu verschieben in den einzelnen Märkten, um ziemlich mengenmäßig und auch von der Marge her unsere Ziele auch irgendwie zu erreichen. Sicherlich, Deutschland wird schwierig bleiben. Ich meine, jetzt haben wir eine neue Wahl. Das wird mit Sicherheit nicht beschleunigend wirken, sondern bremsend sein. Das haben wir in Frankreich auch. Keine Regierung, eine Neuwahl, ein Stillstand sozusagen, der uns das Leben schwer machen wird. Aber letzten Endes, auch da wird irgendwann was passieren, was in die Richtung Förderung geht. Das muss auch so sein aus meiner Sicht. Ein bisschen was tun die Deutschen ja auch, ist auch vorher erwähnt worden. Es wird viel gefördert in Richtung großflächiges Bauen, massives Bauen mit Holz, kommunale Bauten sind erwähnt worden, Kindergärten, Schulen, aber auch natürlich Wohnbau, sozialer Wohnbau wird ganz massiv gefördert. Ich glaube, das ist schon ziemlich für CLT ganz hilfreich auf jeden Fall im kommenden Jahr. Wo es vielleicht schwieriger sein wird für uns, ist möglicherweise im Plattenbereich. Ja, da haben wir natürlich mit einem bereits bestehenden Player, der sich erweitert hat, schon gewisse Mengenthematik. Der Michael sagt, eben bedarfsangepasst produzieren. Das fällt uns fallweise immer ein bisschen schwerer, wie vielleicht anderen Industrien, aber wir auch das haben wir zum Teil schon gelernt auf jeden Fall, sei es sägeseitig, sei es BSH-seitig. Wir haben bei uns Veränderungen in Österreich vorgenommen, was den Betrieb betrifft, dass uns hoffentlich ein bisschen stärker werden lässt. In Österreich, in der Schweiz steht uns ein Großeinschnitt bevor. Unser langjähriger Partner verändert sich und wir haben unseren Vertrieb dort neu aufstellen wollen, sollen und müssen letzten Endes. Das heißt für uns zumindest mal erster Step halten, was wir dort haben und im zweiten Step natürlich ausbauen, weil auch mehr Personal eingesetzt wird. Da sind wir recht zuversichtlich. Und wie gesagt, für Frankreich, Deutschland erwarte ich jetzt eher Stillstand, bestenfalls ein Seitwärtsgehen. Ansonsten werden wir uns fokussieren auf, ja, auf das Restfestland Europas sozusagen, auch ein bisschen weiterschauen Richtung UK, Richtung Irland, Richtung Island auch und natürlich auch nach Südeuropa, Südosteuropa, wo wir auch Wachstumsmärkte wie Polen zum Beispiel erkennen. Ich glaube auch, dass die Zinsthematik, die Normalisierung der Inflation, aber auch das Aufweichen und Erleichtern von Finanzierungsfragen auch einen Beitrag leisten wird für mehr Dynamik. Also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man schon positiv in die Zukunft schauen tatsächlich. Also einen Grund zur Panik sehe ich keine. Ich glaube, die große Kunst wird es sein und wird darin bestehen, wie auch das in diesem Jahr schon war,
ertragsfokussiert zu bleiben einerseits und auf der anderen Seite die Waage zwischen nötigem Preis und erforderlichem Output zu finden. Und das ist nicht immer ganz einfach, auch wenn das manche vielleicht glauben mögen. Und insofern ist das, glaube ich, die Hauptaufgabe, dieses Thema Marge im Vordergrund zu behalten und trotzdem auch den Output zu haben. Weil je mehr wir Output haben, desto mehr Mengenteiler haben wir sozusagen. Also ich habe so mitbekommen als Laie, lieber Klaus, dass es bei dir im Holzbau gut nach vorgeht. Wir brauchen dann auch viele Platten für den Holzbau, für die Schulen und die Kindergärten, wie schon erwähnt. Aber es fehlt auch das Personal, was da dann drinnen sein darf mit den vielen Kindern. Kommen wir aber ganz gleich dazu, auch zum Personalmangel in eurem Bereich. Ich gebe jetzt mal an den Leonhard weiter, weil wir gerade gehört haben, Absatzchancen. Wie schaut es bei Schnittholz aus? Gibt es Märkte und Regionen deiner Einschätzung nach, die besser aus der Krise herauskommen oder schon im nächsten Halbjahr ja, sich steigend erholen? Auch die Schnittholzpreise dann in dem Fall? Ja, grundsätzlich, wie es der Gerd auch schon erwähnt hat, gehen auch wir davon aus, dass sich die USA schneller erholen werden. Ja, ich sage, der Bau wird jetzt dort, sage jetzt einmal, nicht boomen. Es ist auch dort eher dem reduzierten Angebot geschuldet, dass sich dort Preise erhöht haben und erholt haben. Die USA können sich nicht selbst versorgen. Das heißt, sie sind auf Import von Kanada oder aus Europa angewiesen. Nachdem Kanada die Mengen reduziert hat oder reduzieren musste, kann Europa hier auch gewisse Lücken füllen, speziell an der Ostküste. Deswegen glauben wir an diesen Markt im nächsten Jahr ganz fest. Aber ich glaube auch, dass andere Märkte wie die Levante nächstes Jahr doch noch weiter wachsen werden. Auch in den Krisenregionen wird wieder Bedarf kommen. Da sind wir sehr zuversichtlich. Und auch England gehen wir davon aus, wird jetzt vielleicht nicht im ersten Quartal wiederkommen, aber England, denke ich, wird ab Mitte des Jahres auch wieder besser performen, sodass wir gerade von unseren Werken in Finnland dort auch ein gewisses Mengenwachstum sehen im Absatz. Insgesamt gesehen müssen wir auch sagen, dass der zentraleuropäische Markt ja nicht so schlecht läuft. Ja, wir haben diesen Trend zum Holzbau. Wir haben sicher eine Ein- und Zweifamilienhauskrise, das können wir sagen, aber keine generelle Holzbau- oder Baukrise. Das hat uns dieses Jahr sicherlich Mengen gebracht und ich glaube auch, dass wir dort im nächsten Jahr weiteres Wachstum sehen. Also ich möchte jetzt auch Europa nicht so schlecht reden. Es könnte sicher besser sein und es sind nicht die Zahlen, die wir noch vor 3, 4 Jahren hatten. Aber in Summe müssen wir doch feststellen, dass wir doch auf einem relativ stabilen Niveau jetzt weitergehen mit leichten Wachstumschancen. Bleiben wir gleich ein bisschen international und global bei dir. Leonhard, noch eine Frage. Ihr habt Bölki dazu gekauft. Bölki ist zur Pfeiffer-Gruppe dazugestoßen. Wird es irgendwelche Auswirkungen haben auf eure bisherige Kundenstruktur? Wie schaut es da aus mit der Belieferung der heimischen Kunden? Haben die irgendwelche Nachteile dadurch oder Vorteile? Ja, ganz sicher nicht. Ich würde sagen, eher Vorteile. Man muss dazu sagen, dass die Werke in Finnland primär Rotholz schneiden. Also wir schneiden dort aktuell circa 75% Rotholz. Wir werden allerdings jetzt im nächsten Frühjahr mit unserer neuen Sägelinie in Kajani hochfahren, wollen dann den Anteil Weißholz steigern, sodass wir einfach dann auch mehr Möglichkeiten haben in Länder wie jetzt zum Beispiel Deutschland, Österreich, aber auch die Niederlande, die ja klassische Weißholzländer sind, dass wir auch dort mehr Möglichkeiten haben, hier Mengen anzubieten. Also das Wachstum bei uns, was den Einschnitt angeht im nächsten Jahr, kommt ganz klar von den finnischen Werken. Hier in Zentraleuropa sind wir eher mit stabilen Einschnittmengen unterwegs. Hier nehmen wir die Kiefer mit dazu, ja, weil wir doch in der Fichte Versorgungsthemen sehen, zumindest in der Mitte von Deutschland für unser Werk in Lauterbach. In Finnland ist es umgekehrt. Dort versuchen wir den Anteil Weißholz zu steigern, um einfach auch diese Märkte bedienen zu können und uns hier breiter aufzustellen. Ja. Aber auch die Märkte in England, aber auch Japan, Australien sind sicher Märkte, wo wir im nächsten Jahr optimistisch sind, dass wir die Mengensteigerungen, die wir vom Pölki haben, absetzen können. Also in Summe dürfen wir unsere Kunden, sage ich mal, beruhigen. Wir können im nächsten Jahr sicherlich mindestens die Menge liefern, die wir dieses Jahr hatten, eher mehr. Und wir werden jetzt auch nicht von Zentraleuropa Riesenmengen Richtung USA switchen, selbst wenn dort die Preise über dem europäischen Niveau liegen. Da haben wir doch sehr langjährige, gute Kundenbeziehungen, die wir weiter pflegen und die uns auch wichtig sind. Ich denke, das war auch ein Vorteil in den vergangenen Jahren, dass wir relativ
gut durch die Krise gekommen sind. Die engen Beziehungen, die wir hier haben und die gegenseitige Abhängigkeit, darf man auch sagen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also es wird in Zukunft so bleiben, aber wir brauchen natürlich auch die logistische Manpower, dass wir das alles zu den Ja, Kunden bringen. Und da darf ich jetzt gern den Christoph mit ins Spiel holen. Christoph, du bist seit 6 Monaten der Logistikleiter bei Pfeiffer Group. Erzähl uns mal, wie waren die letzten Monate für dich im Unternehmen? Was hat sich getan? Was hast du für das Unternehmen getan? Ein neuer Besen kehrt ja gut, habe ich gehört. Ja, so heißt es, ja. Ja, 6 Monate, ich bin in dieser Runde sozusagen das Krücken, auch wenn ich nicht so ausschaue. Aber es ist so, Schaut dass alle ich wunderbar aus. für alle Krücken, ja. Na, ich bin seit 6 Monaten dabei, komme 30 Jahre aus der Speditionsbranche, Logistik. Da kenne ich mich sehr gut aus, was für mich insbesondere interessant war, jetzt auf die andere Seite, Hello from the other side, zum Verlader zu kommen, zum produzierenden Unternehmen. Habe irrsinnig viel gelernt schon, ja, auch wenn ich noch Lernender bin, auch heute schon wieder was dazugelernt. Was Produkte betrifft, Werke, Komplexität. Pfeiffer ist ein extrem innovatives Unternehmen, extreme Masse, Menge. Ich war sehr beeindruckt, die Anzahl der LKWs, die zu verladen sind. Ich habe gelernt, dass es kompliziert ist, als wie es auf den ersten Blick ausschaut. So ein scheinbar einfaches Produkt und habe mich gut eingearbeitet. Ich habe mit meinem Team gearbeitet. Ich habe auch schon Beiträge geliefert in dem Sinne, dass wir uns schon Programm für die nächsten 12 Monate auferlegt haben und uns gut eingestimmt haben, dass wir da einen wesentlichen Beitrag liefern können und das aus der Logistikabteilung, ja, die Einheit, das gesamte Unternehmen unterstützen können. Mein Herz schlägt immer höher, wenn ich einen LKW von euch auf der Straße sehe und sage immer, für die moderiere ich. Das ist wunderbar. Welche Herausforderungen siehst du für das nächste Jahr in der Logistik auf euch zukommen? Was sind so die größten Problematiken, die sich auftun? Ja, es sind so besondere Zeiten, man hat es von den Vorträgen schon von Herrn Ebner und von Michael Pfeiffer auch gehört. Ich meine, wir haben ein wirtschaftliches Problem in Europa. Automotive ist heute gefallen und andere Themen. Und da sieht man natürlich auch in der Transportbranche, wir sind ja sehr stark straßenlastig in Zentraleuropa, also sehr viel auf dem LKW, dass auch da die Unternehmen mit Insolvenzen sozusagen kämpfen, dass es Geschäftsaufgaben gibt, also dass Kapazitäten reduziert werden. Und ich erwarte, dass mit Ende des Jahres 25 im Straßenbereich eine Verknappung schon sein wird, weil sicher einige Prozent an Kapazitäten verschwinden werden aus den genannten Gründen. So wird auch der Transportpreis, insbesondere im Tagesgeschäft, Spotbereich, wird auch steigen. Er ist auch sehr volatil. Die Speditionen, Transporteure sind relativ nervös, versuchen immer, wenn ein bisschen Engpass kommt, auch Preise zu erhöhen. Das wird auch weiter so sein. Verlagerungen zur Bahn, das ja auch immer ein Thema ist, wird schwierig werden aufgrund der infrastrukturellen Hürden. Wir haben in Deutschland irrsinnig viele Infrastrukturprojekte. Wir haben auch auf der Straße ein Riesenprojekt in Tirol, was auf uns zukommt, die Lueckbrücke. Mhm. Also diese Dinge werden es erschweren und da erwarte ich mir nicht, dass mehr Menge auf die Bahn kommt und ich meine auch, dass unser Nord-Süd, wir fahren ja doch von Unterbernbach, Kundl, Imst, sehr viel Menge auch nach Italien, ein wichtiger Markt, das wird das Ganze nicht vereinfachen. Stichwort Fahrer, wird auch im nächsten Jahr qualifizierte Fahrer als auch Disponenten in der Branche fehlen, also das machen es nicht leicht und ich glaube, dass 25 in der Logistik durchaus sehr spannend wird aus diesen genannten Gründen und sehr holprig. Ja, holprig, aber wir sind gut bereift bei Pfeiffer, wird es in vielen Bereichen. Danke inzwischen, lieber Christoph. Ich gehe mal zum Gerd noch weiter in die Bauindustrie. Was glaubst du denn, was wir hier für Entwicklungen erwarten dürfen? Noch einmal, kann sich die Holzbranche hier ja, etablieren und noch einmal richtig profitieren? Was sind denn deine Vorausschauen? Na, der Holzbau hat sich definitiv etabliert und ist mittlerweile auch in den Köpfen der Architekten angekommen. Und die Projekte, über die wir jetzt so im Wochenrhythmus feiern, die hat es vorher einmal im Jahr gegeben. Also da hat sich wirklich substanziell etwas verändert. Aber was noch wichtiger ist, ist die Selbstverständlichkeit. Wenn ein Kindergarten gebaut wird, ausgehend von Deutschland, Deutschland war der Vorreiter,
wird in erster Linie einmal an Holz gedacht und das wird in Holz ausgeschrieben und entsprechend in den meisten Fällen in Holz dann ausgeführt. Was eine gravierende Veränderung sein wird, ist der Abschied vom Einfamilienhausbau. Ich glaube nicht, dass der Einfamilienhausbau jemals wieder auf das Niveau kommen wird, wie er vor wenigen Jahren noch war. Weniger wegen den Bauherren, als wie es ist politisch nicht erwünscht. Die Versiegelung ist ein Riesenthema. In der Schweiz gibt es aus Flächenmangel schon seit vielen, vielen Jahren keinen Einfamilienhausbau. Ich glaube, das wird langsam auch zuerst in Deutschland und dann auch nach Österreich kommen, dass sich da etwas verändert. Aber bei der Baubranche, was uns enorm helfen würde, wäre der Sanierungsbereich. Die Bausubstanz ist alt und man kann beweisen, wie schnell man mit vorgefertigten Holzelementen zum Beispiel entsprechend die Häuser saniert, thermisch saniert. Also das wird ein Riesenhebel und diesbezüglich wäre, jetzt sind wir schon beim Thema Politik irgendwo, auch das wäre ein Riesentreiber, CO2 einzusparen, sprich und die Gebäude ertüchtigen mit Holz. Wenn das kommen wird, brauchen wir uns über die Exportmärkte keine Sorgen mehr machen, weil dann wird das Holz, was ja viel vernünftiger wäre, hier zu machen. Es ist ja nicht wirklich sinnvoll, aus der Logistiker sieht das vielleicht anders, aber sowas Einfaches wie Schnittholz über den Atlantik zu verschiffen, das ist eigentlich in der heutigen Zeit schon überholt, aber noch ist es notwendig. Und vielleicht ein letztes Wort noch zu USA. Die USA haben einfach wahnsinnig Vorbildwirtschaft, auch wenn ich als Sägewerker nicht betroffen bin vom US-Markt. Das bleibt nicht unbeeinflusst von dem, wie ich in Europa verkaufen kann oder in Japan verkaufen kann oder in Australien verkaufen kann. Entsprechend ist es wichtig, dass die USA gut performen und das hilft, glaube ich, allen weltweit im Schnittholzabsatz heuer. Kommen wir gleich noch einmal dazu. Ich glaube, den Klaus möchte ich gerne noch mal zu diesem Holzbauthema, auch Holzbauprodukte ansprechen. Wie siehst du da die Entwicklung noch einmal 2025? Also im Grunde genommen fürs Brettschichtholz, also Hauptprodukte, werden wir da ähnliche Entwicklung haben wie in dem Jahr. Das wird nicht so schlecht laufen. Wir wird davon abhängen, inwieweit wir schaffen, weitere Mengen von Süd nach Mitte und Norditalien zu verlagern und auch andere Märkte für den Verlust in Italien zu finden, weil wir den Rohstoff dafür nicht haben werden, alle weißen Voraussichten auch dafür nicht haben werden. Aber das, abgesehen von dem, glaube ich, haben wir durchaus Motoren wie Spanien, die ziehen werden, auch Frankreich wird ziehen. Deutschland wird halt eben bestenfalls das brauchen, was sie gebraucht haben. Das ist ja auch nicht so wenig tatsächlich, man darf jetzt nicht alles so schlecht reden. Deswegen glaube ich, BSA, das wird passen. Dreischichtplatte als weiteres Hauptprodukt in der Sparte Holzbau, ehrlich, da haben wir ein Überangebot. Das ist nie gut tatsächlich. Die Frage wird sein, wie man das Angebot ausführt, das Anpassung Angebot und Nachfrage und vor allem, wo man eine Nachfrage vielleicht finden kann. Ist ein Produkt, das sehr alpin ist, also Süddeutschland, die Schweiz, Österreich natürlich und in Teilen auch Frankreich und dann kommt lang nichts mehr. Da kommt vielleicht ein bisschen Osteuropa, ein bisschen auch Polen, Spanien und so weiter. Aber man kann natürlich auch der Gerd Hörsner gern an Übersee denken, also Overseas, also auch in den USA und Kanada ist durchaus so ein Produkt durchaus gefragt tatsächlich. Ja, natürlich braucht man da, ist es ein langer Weg, ist auch logistisch ein langer Weg, muss auch zulassen etc. pp. Aber es sind halt Märkte, die sich auftun können. Wenn man eben einen Entlastungsmarkt braucht, um den heimischen Markt zu schützen oder zu stabilisieren, dann wird man sowas halt tun müssen, weil die Menge wird halt immer an jemand fahren und wenn uns das gefällt oder nicht, die Antwort werden es nicht mir geben. Die anderen Produkte, das passt auch. Wo es halt schwierig ist, das CLT, das ist und bleibt schwierig, wenn ich da zurückgehe auf letztes Jahr um diese Zeit, dann muss man sagen, da war schon Trübsal angesagt. Und wenn ich dann weiterdenke ins Q1 von diesem Jahr, dann war das ja schon fast nichts mehr in der Pipeline. Und weitergedacht im März, April, dann hat man weniger als nichts gehabt sozusagen. Und die Folge dessen war einfach, das ist ehrlich gesagt ein Wahnsinnsverfall des Preises. Die Kurve haben wir heute ja gesehen. Das ist dramatisch genug. Und irgendwann hat dann jemand der Schleuse aufgemacht beim Stausee und hat der Aufträge hingeschwemmt und hat uns überschwemmt sozusagen. Wir haben dann lauter Aufträge bekommen, jeweils die meisten von uns Produzenten mit eben ganz bescheidenen Preisen, um es mal so zu sagen, die uns jetzt noch verfolgen sozusagen und damit auch nachhaltig die Ergebnisse belasten. Und insofern aus dem Tal herauszukommen, ist ein harter, langer Weg. Und das wird die Frage eben sein, was auch Gerd gesagt hat, ja, wie werden wir uns anpassen? Man hört von allen, wir fahren hoch, auch wir fahren hoch. Ja, die Frage wird sein, ist der Bedarf, der kommt ja tatsächlich mehr, davon kann man ausgehen, nicht speziell aus Deutschland, Österreich, durch diese ganzen kommunalen Bauten und so weiter. Aber ist der Bedarf so groß, um das aufzunehmen, was wir glauben, produzieren zu müssen? Das ist, glaube ich, immer die Frage, die man beantworten muss. Die können nicht wir alleine beantworten, das müssen alle beantworten. Ich glaube, das ist eine Frage,
des Gefühls für den Markt, was halt eben funktioniert. Das andere ist natürlich, die Logistik ist auch ein Thema. Das CLD ist in den hochpreisigen Jahren, also 2021, 2022, konnte man durchaus über einen durchaus hohen, zulasten des hohen CLT-Preises, die hohe Logistik quasi kompensieren und trotzdem noch was verdienen damit. Heute man bescheidenen Preis und können nicht mehr die hohe Logistik nach Spanien beispielsweise kompensieren. Das heißt, diese Märkte scheiden mal aus. Dann kommt dazu, dass in diesen Ländern natürlich auch eigene Produktionen entstehen. Und überall wird geschrien, Holz von hier, Holz aus Spanien, Holz aus Frankreich, Holz aus der Schweiz, Holz von weiß Gott woher. Ja? Das ist ein zusätzlicher Hemmschuh für fürs CLT im Speziellen, gerade für das Produkt, weil einfach das dadurch am meisten betroffen ist. Und wir haben schon Fälle in Deutschland, wo wir von Schlitz aus, und Schlitz ist wirklich im Herzen des Landes, in alle Richtungen gleich weit an die Grenzen sozusagen, dass wir Deutschland Aufträge verlieren, weil es heißt Holz von hier und die Distanz dann um 30 Kilometer überschritten wird, dann kann ich es nicht liefern. Und das ist schon für das Produkt schwierig und das ist in anderen Ländern der Fall. Und wenn ich an Frankreich denke, Holz aus Frankreich, Holz aus der Schweiz, das macht es halt einfach für das Produkt unglaublich schwierig und alles andere ist einfach die Kapazitäten als solches und an denen müssen wir halt alle arbeiten, also dann nicht übertreiben, um eben auch die Margen noch halbwegs zu erwirtschaften, die wir brauchen. Und am Ende muss man sich ganz eines klar sein, ich glaube, wenn sich alles erholt in den nächsten 1, 2 Jahren, das glaube ich auch persönlich, das CLD bleibt das Produkt mit dem klassischen Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Und insofern wird uns das Produkt im negativen Sinne, was die Marge betrifft und das Ergebnis mit Sicherheit noch über Jahre begleiten. Alles andere wäre, glaube ich, Illusion. Ich gebe gleich noch einmal an den Christoph logistisch weiter, glaube ich, weil da ist einiges dabei gewesen für dich, Christoph. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Moderation in der Gastronomie, wo es auch immer heißt, Regionalität, wir wollen es vor der Haustür produzieren und haben. Die haben die gleichen Schwierigkeiten wie ihr. Wir kriegen es nicht her. Aber bei uns am Holzmarkt wächst Gott sei Dank nach. Christoph, willst du noch einmal auf die logistischen Hinweise hinkommen? Sag auch bitte noch einmal was zu Übersee. Was kommt da auf uns zu? Ja, die Logistik, wie es der Klaus beschrieben hat, die hat natürlich seine Grenzen, weil jetzt wie im CLD-Bereich wir extreme Profis brauchen. Ja, da brauchen wir Überbreiten, Überlängen, das drückt sich im Preis aus. Und insofern limitiert natürlich auch die Logistik in einer gewissen Weise von den Kosten den Vertrieb, aber das ist gegebene Realität, die können wir nur bestmöglich schauen, dass wir es optimieren. Was Übersee betrifft, was der Ebner sagt, Schnittholz in die USA, ja, das ist ein Thema, was stattfindet. Wenn man es vom Gesamtvolumen sich anschaut, ist es eigentlich gar nicht so viel. Aber da haben wir ja noch spannende Entwicklungen vor uns. Ich glaube, am 10. Jänner ist schon wieder ein Streik in den Häfen von Amerika in Aussicht gestellt. Also das wird noch spannend für die Logistik, was die ganze Streikproblematik an den Häfen betrifft und wird insbesondere die Transportkosten im Negativen, also Steigerungen mit sich bringen, Verzögerungen etc. Also das wird sicher sehr herausfordernd. Ja, wir haben den letzten Streik, der angekündigt wurde, in Amerika abwenden können. Wie es da weitergeht, weiß ich nicht, aber es steht schon wieder was im Raum. Erinnert mich jetzt gerade an den Tanker, der den Panama-Kanal verstopft hat, was da passiert ist mit einem. Genau. Da geht es um die Häfen, ja, und ja. Die Gewerkschaften in Amerika. Leonhard, gehen wir noch mal zu dir. Wie schauen die Aussichten für die Paletten- und Verpackungsindustrie aus? Wie sind wir da aufgestellt? Ja gut, die Paletten- und Verpackungsindustrie hängt natürlich sehr stark an der allgemeinen Wirtschaft. Ja, das ist vorher auch angeklungen. Wir haben sicher ein Thema in der Automobilindustrie, wir haben ein Thema in der chemischen Industrie, dass eben Betriebe abwandern, teilweise Kapazitäten verlagern, auch aufgrund hoher Energiepreise, Fachkräftemangel und dergleichen. Hier haben wir doch eine, möchte ich schon sagen, schwierigere Situation aktuell, als wir sie zum Beispiel im Holzbau haben oder generell im Bau, selbst wenn dort auch die Genehmigungen und die Aufträge zurückgegangen sind, ist es doch so, dass wir im Paletten- und Verpackungsmarkt noch einen stärkeren Wettbewerb haben aktuell. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir im nächsten Jahr, zumindest das erste Halbjahr, keine wesentliche Verbesserung sehen werden, weder in der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung noch in der Verpackung und Palette.
Ich glaube auch, dass wir dort nicht mehr an die Zahlen vor Corona anknüpfen können oder zu Beginn von Corona, so wie der Gerd das auch gesagt hat, beim Ein- und Zweifamilienhausbau, weil einfach Industrien abgewandert sind, weil sich Logistiken auch ändern. Und deswegen wird es schon eine Herausforderung sein. Im Moment haben sicher die Palettenhersteller auch ein Margenthema. Wir auch, klar, wir sind gedrückt vom Rohstoff, vom Rundholz. Auch Restholz geht langsam nach oben, sodass wir einfach auch gezwungen sind, hier die Preise anzupassen, was momentan sicher schwieriger ist als im Baubereich. Aber auch dort sehe ich einfach durch ja, geringere Einschnittmengen, Rundholzmangel in manchen Regionen, dass sich auch dort die Märkte verändern werden und wir dort auch Schnittholzpreise anheben können, was wir dringend brauchen und was am Ende natürlich auch die Palettenindustrie ihren Kunden gegenüber umsetzen muss. Aber ich sage, das wird sicherlich nächstes Jahr der schwierigere Part in der Holzindustrie, die Verpackung als im Baubereich oder im Export. Ja, ich darf das gern noch einmal zurückgeben an den Michael. Du hast es heute schon angesprochen, Elektromobilität, weniger Teile, weniger Paletten, weniger Logistik. Und wir brauchen aber dringend auch Personal. Wie schaut es da aus? Im Personalbereich hat sich verbessert im letzten Jahr. Ist es gestiegen wieder, dass wir wieder Personal bekommen haben? Wie schaut es denn aus? Wir brauchen natürlich in der Holzindustrie, holzweiterverarbeitenden Industrie, mehr Fachkräfte als wie vor 10, 15 Jahren, weil natürlich schon auch die ganze Automatisierung, Digitalisierung immer mehr kommt in den Unternehmen der Holzindustrie. Und das heißt, wir haben früher irgendwo 20% Fachkräfte gebraucht, mittlerweile 40. Also wir haben Gott sei Dank sehr früh begonnen, schon Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter selber auszubilden, Lehrlinge, Azubis in Deutschland und haben somit schon ein gutes Team, was da herangewachsen ist in den letzten Jahren. Aber das Thema Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter wird eine zentrale Herausforderung bleiben. Auch wenn sich die Situation aktuell etwas leicht erholt hat, man findet aktuell vielleicht wieder eine Spur leichter Mitarbeiter durch Konkurse, wo aktuell in Österreich, Deutschland sind, aber mittelfristig wird es eine zentrale Herausforderung bleiben. Die starken Jahrgänge Ende 50, Anfang 60 geboren, gehen Richtung Pension. Und das wird weiter herausfordernd werden und bleiben, diese lang gedienten Mitarbeiter nachzubesetzen. Ja, und vor allem, man muss sie auch ausbilden, wie du sagst, es braucht auch seine Zeit und die Fachexpertise. Was glaubst du denn, wird es weitere Insolvenzen auch in eurer Branche geben im nächsten Jahr? Ja, ist natürlich heuer schon ein bisschen was passiert in unserer Branche auch. Ich gehe davon aus, dass sicher das eine oder andere auch im nächsten Jahr äh, auch in der Holzbranche passieren wird. Gibt natürlich auch vielleicht wieder die ein oder andere neue Chance für andere Unternehmen, was zu übernehmen. Und ja, es wird auch in der Holzbranche weiter spannend bleiben. Vielleicht, Michael, die von KTM wären gar nicht so ungeschickt für die Holzindustrie. Die sollten uns knappen. Schauen wir mal, was wir dafür Ja, tun da sind können. sicher auch sehr viele Fachkräfte dabei, aber ich glaube, dass die in die Regionen schon äh, neue Arbeitsplätze gewinnen werden. Ja. Ist immer tragisch, gell, wenn ein lang gedientes Unternehmen Richtung Insolvenz geht. Ja. Sehr tragisch, ja. Es tut im Herzen von Österreich weh. Gerd, was glaubst du, was sind die Trends für die Holzbranche noch einmal auch in der Hinsicht, Fachkräftemangel, Personalbereich, für 2025, wo kriegen wir sie her? Na, aufgrund der allgemeinen Entwicklung, glaube ich, wird es teilweise ein bisschen einfacher werden und es wird auch wieder geschätzt werden, was da ist. Es ist schon viel passiert. Die Sägewerk, die Arbeitsplätze von vor 10 Jahren schauen anders aus als wie die von heute. Das ist einerseits, weil Automatisierung kommen ist, aber auch ergonomisch hat man vieles machen müssen. Also ich glaube schon, dass wir wieder attraktiver sind. Der Trend für in einer nachhaltigen Branche zu arbeiten, ist auch für viele attraktiv und dieses verstaubte Image, das wir vielleicht früher gehabt haben, ist vorbei. Wenn man vielleicht nur das nimmt, es ist modern, es ist sexy, mit Holz zu bauen. Vielleicht ist es auch modern und sexy dann in der Holzbranche zu arbeiten, wenn man es ein bisschen blumig formuliert. Momentan ist, glaube ich, eher das Problem, dass wir gar nicht so viel produzieren wollten, dass wir die wieder alle aufbauen wollten. Und das hat ja besonders schwer getan und deswegen tun sich ja die Industrien auch so schwer, eine Schicht zurückzunehmen. Jetzt hat man jahrelang gekämpft, dass man die dritte Schicht zusammenbringt. Jetzt hat man die fertig und jetzt braucht man sie auf einmal nicht mehr und dann die wieder abzubauen, das ist schon eine extrem harte Entscheidung. Deswegen geht das auch so schwer. Wir sind nicht in Nordamerika, Hire and Fire und keine Betriebszugehörigkeit
gerade in dem Unternehmen, glaube ich, so in so einer Tiroler Holzindustrie, da lebt man über Jahrzehnte und geht nicht morgen auf die andere Straße, weil es dort ein bisschen mehr gibt. Also ja, deswegen ist auch die Bindung an die Mitarbeiter, wenn sie einmal im Haus sind, schwer und entsprechend schwer ist, glaube ich, tut man sich mit dem Hoch- und Runterfahren mit den Produktionen. Gehen wir nochmal zum Leonhard. Sägeindustrie haben wir noch nicht so im Detail angesprochen. Was sind da die Risiken für die europäische Sägeindustrie? Ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass wir mehr Risiken auf der Rohstoffseite haben als auf der Absatzseite. Also Versorgung wird sicherlich für viele Sägewerke ein Thema. Wir haben natürlich auch Unterschiede. Ja, ich sage jetzt mal sicherlich in Süddeutschland oder in Bayern aktuell etwas besser als in den Regionen, sage ich mal, Hessen, Sauerland, wo wir die letzten Jahre extreme Kalamitäten hatten. Aber ich denke, das wird sicher eine der großen Herausforderungen sein im nächsten Jahr für die Branche, vor allem eben auch die höheren Rundholzpreise umzusetzen. Ja, ich meine, das ist auch ein Markt mit Angebot und Nachfrage, aber der läuft nicht immer unbedingt parallel mit dem Schnittholzmarkt oder mit dem Markt von BSA und KVH. Das wird schon eine große Herausforderung sein für die Industrie. Dann wird sicher auch sein, dass wir eine große Unsicherheit haben. Kunden disponieren sehr kurzfristig. Ja, keiner will ein Risiko eingehen. Äh, Diese schwere Vorhersehbarkeit der Marktentwicklungen macht es doch auch für uns schwer, dem immer zu folgen. Ja, das ist halt so, dass man mal eine ruhige Phase hat. Auf einmal kommen dann wieder deutlich größere Mengen. So schnell können wir nicht anpassen. Ja, wir fahren ein stabiles 2- oder 3-Schicht-Modell und man kann dann auch nicht zwischen den Märkten switchen. Das wird immer schwieriger, weil einfach ja, es schwer ist, eine Prognose über vielleicht 2 Monate hinaus zu machen und entsprechend zu disponieren. Dann gibt es sicherlich auch ein Insolvenzrisiko nicht nur in der Sägeindustrie, sondern sicher auch bei unseren Kunden. Also ich denke jetzt auch mal an die Paletten- und Verpackungsindustrie zum Beispiel, wo man vorsichtig sein muss, auch dass eben deren Kunden insolvent gehen können, weil wir halt eine Rezession und Wirtschaftskrise haben. Und gerade immer nach einer Rezession und Krise, wenn man wieder hochfahren will, dann passieren eben solche Dinge häufiger als in der Phase, wo es nach unten geht, weil man einfach dann Liquiditätsprobleme bekommt. Ich denke, hier muss die Branche auch aufpassen, dass man wirklich ja, an solvente Kunden beliefert, auch darauf achtet, dass die Zahlungen kommen. Das wird im nächsten Jahr, denke ich, auch eine größere Herausforderung werden. Ja, Fachkräfte ist angesprochen worden. Ich denke, hier haben wir es vielleicht sogar weniger in der Industrie als eher am Bau. Ja, uns fehlen sicher Handwerker. Ich sage, lass uns den Bau jetzt nur mal um 5% steigen. Wir hätten nicht die Zimmerleute, um das umzusetzen. Also dort, glaube ich, ist die Branche auch gefordert, den Nachwuchs weiter auszubilden und das zu fördern. Also es gibt sicher viele Punkte in der Branche, die uns nächstes Jahr begleiten. Und ich denke, ja, wir müssen auch Gas geben, dass wir die Themen angehen, damit wir, wenn wir wieder aus dem Tal der Tränen kommen, dann auch die Kapazitäten haben, es umzusetzen. Ja. Du sagst es, die Kapazitäten, die braucht man. Wir haben die Politik schon angesprochen. Ich möchte heute das nicht in eine politische Runde switchen lassen, aber trotzdem sollte man drüber sprechen. Gerd, vielleicht du noch einmal, welche Rolle spielt wirklich die politische Entscheidung jetzt für Österreich international? Du hast es angesprochen mit Trump. Wir wissen es nicht, was genau passieren wird, aber welche Entscheidungen sind denn essentiell? Trump lassen wir wirklich besser außen vor, da kann man sich nur die Finger Lass mal, verbrennen. lass mal's. Aber ich komme noch zurück, das, was ich erwähnt habe zu Deutschland, die Zahl von 400.000 Wohnungen, die benötigt werden, die kommt ja nicht von irgendwoher, die ist reell und da sind wir eben weit davon entfernt, dass die kommen wird. Und es gibt die Vorhersage eben, dass genau bei der Hälfte sein wird. Wir sehen bei den Baugenehmigungen, dass da noch keine Trendumkehr ist und sobald die Baugenehmigungen wieder steigen, dauert es immer noch ein Jahr, bis die dann wirklich gebaut werden. Also es muss sicher Impulse geben für den Bau. Ähm, Es gibt die Perspektive die EU ist nicht nur EUDR, über die wir heute noch gar nicht geredet haben. Die EU ist auch die Vorgabe, Europa soll zu einem Holzbaukontinent werden. Also das gibt es ja auch entsprechend politischen Wunsch, dass CO2 eingespart wird, indem in Holz gebaut wird. Und ich hoffe, dass das auch Realität wird. Es gibt sehr weite Horizonte bis 2050. Aber langfristig, glaube ich, sind das wichtige Impulse. Was schneller realisierbar wäre, wäre eben der Sanierungsbereich, den wir angesprochen haben. Also da ist noch viel auch mit Holz umzusetzen. Und das wäre, glaube ich, auch recht leicht
da etwas zu machen. Was ich da jetzt raushöre, Gerd, ist nochmal, also ein vereintes Europa, starkes Europa als Kontinent, wie du sagst, das ist eine große Vision, das ist eine große Stärke in allen oder vielen Bereichen. Speziell in der Holzbranche, dass es keine Grenzen mehr gibt zwischen der drittgrößte Strom der Welt geht von Österreich nach Italien. Das zeigt ja alleine, wie wichtig, wie nah wir zusammen sind. Es gibt keine Grenzen im Rundholz und genauso gibt es keine Grenzen im Schnittholz. Und das, was der Klaus Gräber erzählt hat mit Schweizer Holz, portugiesisches Holz, spanisches Holz, ja, nein, das kann man ja gar nicht so auseinanderhalten. Die Pfeiffer hat eine finnische Tochter, da wird auch finnisches Holz noch irgendwo mit dabei sein, das man vielleicht irgendwo verbaut. Also wir sind ein Europa und wir sind ja so ein kleiner Fleck auf der Welt, wenn man das größer betrachtet. Das ist schon extrem wichtig, ja. Da darf jetzt einen Spruch klauen, We are one, sagt ein Speaker on Stage, und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird. Ich darf mal kurz ankündigen, wir sind jetzt schon eigentlich am Ende der Zeit angekommen. Ich schaue in die Fragen- und Antwort-Message rein. Es sind 16 Fragen drinnen. Wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich die Fragen eröffnen von außen, von euren Kundinnen und Kunden. Ne? Und ich bin selber schon ganz gespannt. Seid ihr damit einverstanden oder will jemand noch zu dieser Runde etwas ganz Wertvolles beitragen, sagen, was wir nicht angesprochen haben? Klaus, du lächelst charmant. Hast du noch was auf der Lippe, Nein, auf der Zunge? ich warte auf deine Fragen. Okay, ich mache mal auf, ich schaue mal rein. Ähm, Da steht zum Beispiel, besten Dank, Herr Pfeiffer, Sie haben das Potenzial von KI erwähnt. Von welchen Anwendungen erwarten Sie die stärkste Wirkung? Ja, da gibt es mehrere Stärken natürlich. Einmal im ganzen Verwaltungsbereich. Wir haben natürlich mittlerweile auch ein Tool, wo unsere Kunden, wir haben gestartet mit Pellets, die Aufträge selber eingeben. Das, was wir uns vielleicht in der Auftragsannahme an Mitarbeiterinnen sparen, haben wir mittlerweile in der EDV. Und natürlich gerade in den Produktionen. Wir haben unser Naturplattenwerk in den letzten 5 Jahren auch modernisiert. Das Werk war mittlerweile 35 Jahre alt, wo man einfach auch Dünnschnitt, wir haben automatische Flickstation, wo man mittlerweile bei 50% mehr Leistung 30% Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sparen, die wo Richtung Pension gegangen sind die letzten Jahre. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach die Automatisierung in der Holzbranche, Vernetzung der Anlagen. Da ist viel passiert, aber da wird in den nächsten Jahren auch noch einiges passieren. Vielleicht aktuell, ganz klar, die Holzbranche verdient aktuell kein Geld. Jetzt wird sicher wieder ein bisschen gespart, aber wenn es wieder nach oben geht, werden auch die Maschinenhersteller wieder vermehrt Aufträge in der Holzbranche abwickeln können. Also die KI hilft uns mit den Babyboomern, die wir alle verlieren. Ähm, Ja, würde ich sagen, ja. Hilft uns ein bisschen einmal, um das Ganze zu kaschieren, ja. Kompensieren. Lieber Gerd Ebner, die Frage geht an dich. Der Italien-Bauboom seit 2021 durch das Superprogramm 110 bei einer Staatsverschuldung von 131% des BIP, BRD 61%. Woher soll das Geld für den Holzbauboom bei uns kommen? Baupersonalkosten werden nicht sinken, sind der entscheidende Kostenfaktor. Äh, Ich bin kein italienischer Politiker, ich kann das leider nicht beantworten. Ich weiß nur, dass Italien immer entsprechend flexibel war, in Zeiten zu machen. Sie haben kreative Möglichkeiten. Auch das Superprogramm 110, was da angesprochen ist, das war extrem erfolgreich und hat der Holzbranche viel geholfen. Woher das Geld kommt, teilweise auch von der EU, haben wir schon oft angesprochen. Natürlich ist EU äh, hilft Italien enorm und wird auch wahrscheinlich diesbezüglich einiges dazu beitragen, dass es möglich ist, Schulen und Kindergärten zu bauen in Italien. Italien löst natürlich immer, wenn ein Thema da ist oder ein Problem, sehr schnell die Themen und Probleme und ist natürlich auch, wenn der Bau irgendwo rückläufig ist, immer sehr erfinderisch, um das Ganze irgendwo schnell anzukurbeln. Das hat man die letzten 2 Jahre gesehen. Auch Italien war heuer besser wie Österreich oder Deutschland, weil einfach auch der Bauboom noch funktioniert mit den 110% Bonus, was jetzt auch auslaufen. Darum wird Italien nächstes Jahr schon eine Spur schwieriger gesehen, aber vor allem Holzbau, Kindergärten, Schulen, das sind einige Projekte, die in Italien umgesetzt werden und werden müssen auch. Man muss ihm vielleicht auch sagen, Österreich und Deutschland stehen auch nicht gerade gut da mit Staatsfinanzen und was alles da ist. Also auch eine extrem schwierige Situation, nicht nur Italien, sondern auch für Österreich und Deutschland gilt das.
Ich habe die nächste Frage für euch und zwar geht die an den Herrn Bader, an den Christoph. Der ist angesprochen vom Joachim Horvath. Liebe Grüße zum Joachim Horvath nach außen. Was sind für Sie die großen Herausforderungen in der Logistik im Jahr 2025 und wie stellt sich die Pfeiffer-Gruppe darauf ein? Ja, ich habe da vorhin schon ein bisschen was gesagt, oder? Wir haben das Thema Kapazitäten, die rückläufig werden aufgrund von Insolvenzen, aufgrund von Geschäftsaufgaben. Wir versuchen, wenn Kapazitäten, wir müssen ja sparen auch. Wir sind ja eine Kostenposition, kein Erlösbringer. Das heißt, unsere Aufgabe ist, bestmöglichste Qualität zum besten Preis zu bekommen. Und wir stellen uns natürlich sehr stark darauf ein, dass wir jetzt auch unseren Pool erweitern. Das heißt, wir sind stark dabei, neue Partner hereinzubekommen und sozusagen breiter aufzustellen, was die Kapazitäten betrifft, um diesen generellen Trend der schwankenden Kapazitäten und der Herausforderungen ein bisschen entgegenzutreten. Das sind einmal unsere primären Maßnahmen. Und wir schauen, dass wir auch 25 flexibel bleiben zwischen vertraglichen, sogenannten Contracted Partnern und dem Spot-Bereich und dass wir schauen, dass wir da sehr flexibel durchkommen. Da kommt gleich noch eine Frage rein an die Logistik. Containerfrachten Richtung Asien, wie entwickeln sich die? Rechnet man mit einer Lösung im Suezkanal? Stichwort Laufzeit. Das ist so, dass die Asien stellt sich insgesamt aufgrund des großen Importaufkommens sehr positiv dar. Also kostentechnisch sind wir da relativ gut aufgestellt und haben auch Einsparungen heuer erzielt. Ich gehe davon aus, dass das nächstes Jahr so sein wird. Aber was den Suezkanal betrifft, das ist ja doch immer noch eine sehr volatile Geschichte und hängt ein bisschen von den geopolitischen Themen ab. Das kann man nie so sagen, wenn man heuer sich anschaut, wenn die Houthi ihren eigenen Öltanker vor der Küste zum Explodieren bringen. Also das ist ein schwieriges Thema, wo ich nicht eine Prognose wage. Keine Aber Prognose. es wird insgesamt vom asiatischen Raum, es wird viel, viel, viel besser, weil eben so ein Ungleichgewicht ist von den Mengen. Wir kriegen extrem viel aus China schon mittlerweile, nicht the other way around. Und da kompensiert man mal zumindest auch diese geopolitischen Umwege, die wir gefahren sind, auch kostentechnisch. Also für die Logistik haben wir einige Fragen, alle, die wir jetzt nicht mehr schaffen. Wir schicken die Antworten dann gerne in den nächsten Tagen an Sie weiter. Jetzt kommt eine Frage, wie etabliert ist der Datenstandard LDAT? Wie ist die Zukunft hier einzuschätzen und bietet dieser den erwarteten Benefit? Wer möchte diese Frage schnappen und beantworten? Gerd, kannst du die beantworten? Nein, kann ich nicht. Ne? Ich auch nicht. Dann lassen wir sie mal stehen. Wir versuchen sie zu beantworten im Nachhinein. Herr Pfeiffer, was werden die Investitionsschwerpunkte der Pfeiffer-Gruppe im Jahr 2025 sein? Ja, wie schon von Leonhard Scherer erwähnt, wir fahren aktuell mit einem Sägewerk in Finnland hoch. Da wird die Herausforderung im ersten Quartal, dass man das Werk auf Leistung bringt. Wir haben auch in den Bereich Klotz investiert in Uelzen. Da fahren wir seit Herbst mit einer neuen Anlage im Altholzbereich hoch. Das Werk läuft da Schritt für Schritt auf Leistung. Wir haben noch ein Thema in Uelzen, wo wir eine neue Sägelinie im nächsten Jahr installieren. Und dann haben wir eigentlich unsere Investitionsprojekte eigentlich für unsere bestehenden Anlagen eigentlich ganz gut abgeschlossen. Also ein paar Sachen werden nächstes Jahr noch fertig gemacht. Und dann sind wir eigentlich sehr top ausgestattet in alle unseren Werken auf neuesten, modernsten Standard. Erhält man als Teilnehmer die Präsentationen dieser Veranstaltung? Ich glaube schon. Das macht unsere Marketingabteilung möglich im Nachhinein. Und es kommt noch eine Frage. Welche Landesforstverwaltung hatte signalisiert, nur 50% der bisherigen Menge an Rundholz bereitzustellen? Leonhard, weißt du die Antwort auf diese Frage vielleicht? Ja, ich glaube, das kann der Michael besser beantworten, aber was ich gehört habe, ist das Thüringen Forst, die im ersten Halbjahr deutlich zurückfahren, einfach weil sie befürchten, dass sie dann ab Sommer wieder in eine größere Käferkalamität kommen und dann eben Zwangsnutzungen haben. Deswegen will man dort im ersten Halbjahr weniger einschlagen. Ich glaube, das ist richtig, Michael, so, oder? Ist richtig beantwortet.
Thüringen hat natürlich schon in den letzten Jahren sehr viel käferbefallenes Holz. Windwürfe haben teilweise überschlagen und müssen natürlich schon von den Mengen in den nächsten Jahren zurückfahren im Einschlag. Gell. Das tut natürlich speziell auch uns in Hessen, in Lauterbach im Sägewerk, schmerzt das, weil natürlich schon weniger Rohstoff kommt. Wir haben Gott sei Dank vor 2 Jahren einen Gleisanschluss in Lauterbach in Betrieb genommen, wo wir einfach auch ein bisschen Ferntransporte, sprich von 300, 400, 500 Kilometer Entfernung, Rundholz nach Lauterbach liefern können. Aber der Standort ist sicher im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren am schwierigsten versorgbar mit unserem tschechischen Standort in Kanowice. Darum haben wir auch vor 2 Jahren den Schritt Richtung Skandinavien gemacht, einfach weil Skandinavien schon vom Rohstoff her ein sehr interessantes Land ist und es werden sich gewisse Schnittholzflüsse werden sich in den nächsten Jahren auch ändern. Vielleicht eines noch. Der Landesforstdirektor von Thüringen hat vor ein paar Jahren schon ein Wort geprägt, was ich nie gehört habe. Das war Entfichtung. Also es wird in Thüringen künftig keine Fichte mehr geben aufgrund des Klimawandels. Mhm. Und da vielleicht anschließend ist unten noch eine Frage bezüglich der Rundholzsituation bei der Fichte. Man muss eines bedenken, in Deutschland, es gibt noch 1 Milliarde Kubikmeter Fichte in Deutschland. Also es wird bis 2050 die Hälfte geben, aber es kommt noch eine Menge auf den Markt und man geht davon aus, dass ungefähr 30% von dieser 1 Milliarde Fichte über Jahrzehnte noch überleben wird. Die Umtriebszeit wird kürzer werden und ich glaube, dass die Landesforstverwaltungen bald beginnen werden, einen Aktivwaldumbau. Jetzt war gerade gestern oder vorgestern vom Herrn Aiwanger in Bayern, der sagt, machen wir eine Umwandlung, eine gewollte Umwandlung, bevor es der Käfer und das Klima macht. Also, dass man einfach da vorgreift. Und da glaube ich, aus dieser Position, wenn das wirklich aktiv gemacht wird, wird auch noch eine Menge Fichte kommen. Aber nichtsdestotrotz wird, glaube ich, die ganze Kette lernen müssen, abseits von der Fichte noch etwas zu machen. Kiefer ist einmal angesprochen worden, wir verwenden mehr Kiefer, aber auch weiter, das ist auch KVH aus Kiefer, warum denn nicht Douglasie, die ganzen Nadelholzarten, die es sonst noch gibt. Und es gibt auch noch etwas anderes als Nadelholz. Einfach, dass man wirklich drüber nachdenkt, langsam nachdenkt, weil bis jetzt ist wenig nachgedacht worden über das, dass man Alternativen zur Fichte kriegen wird. Denken ist gut, hat meine Oma immer gesagt. Ich nehme noch eine Frage mit rein. Möchte mein defossilisierendes Trockenkonzept Hüllen, da Holz nicht rostet und gut isoliert, gedacht war an die Ständerbauweise, aber wäre CLT auch eine Möglichkeit, würde wahrscheinlich schwerer werden als Ständerbauweise. Die Holzcontainer sind 20 Fuß Kubik. Ist es der Klaus, der das beantworten kann, zufällig? Muss man die Frage wiederholen, bitte? Ich habe es nicht richtig verstanden, Manuela. Möchte mein defossilisierendes Trockenkonzept hüllen, da Holz nicht rostet und gut isoliert. Gedacht war an die Ständerbauweise, aber wäre CLT auch eine Möglichkeit, würde wahrscheinlich schwerer werden als Ständerbauweise. Die Holzcontainer sind 20 Fuß Kubik oder Cube. 20 Fußcontainer. Okay. Zu bauen in der Holzbauweise, oder? Das war die Ich Frage. glaube, ja. Trockenkonzept möchte er. Stein und Stahl. Mhm. CLT ist vielleicht gleich schwer wie Ständerbauweise auch. Und schwerer, also spezifisch gleich, also fast gleich auf jeden Fall. Fichte bleibt Fichte, aber ein bisschen Leim dazu, aber grundsätzlich gleich schwer. Und insofern, wenn man vollflächig Wände baut gegenüber Ständerbau, ist es natürlich logischerweise auch schwerer tatsächlich. Ja. Aber ich verstehe jetzt die Frage mit dem Container nicht ganz, weil ich meine, man kann sich alles containerfähig machen, so ist es ja nicht. Auch das CLT tatsächlich. Ja. Das werden wir vielleicht noch im Nachhinein im Detail beantworten, Klaus, wenn du da noch einmal ins Detail gehen Ja. möchtest. Ich würde sagen, wir schließen unseren Panel hier mit, ihr Lieben. Danke für die grandiosen Antworten und danke an Sie da draußen, dass Sie uns so tolle Fragen gestellt haben. Also das war heute richtig gut, was da hereingekommen ist. Und wie gesagt, wir beantworten alles noch im Nachhinein, wozu wir jetzt keine Zeit mehr gehabt haben. Ich sage schon mal vielen Dank an unsere Fachkräfte und unsere Diskutanten, an die tollen Herren der Runde, an Gerd Ebner, Leonhard Scherang, Christoph Bader und Klaus Gräber. Vielen Dank und lieber Michael, du bleibst bitte noch bei mir, denn ich darf jetzt an dich übergeben für deine Abschlussworte. Ja, ich bedanke mich bei allen, die an unserer heutigen Podiumsdiskussion teilgenommen haben. Unsere Podiumsteilnehmer und ich haben versucht, Ihnen einen interessanten Einblick und Informationen und Fragen zu beantworten, mir einen Einblick für 2025 zu vermitteln. Auf alle Fälle gilt auch im nächsten Jahr.
Holz hat Zukunft, auch wenn die kommenden 2 Jahre weiterhin herausfordernd bleiben werden. Ein großes Danke an die heutigen Podiumsteilnehmer, allen voran Gerd Ebner, Chefredakteur vom Holzkurier, der täglich brandaktuell über Timber Online brisante und interessante Themen aufgreift und berichtet. Danke auch an unser Pfeiffer-Team mit Leonhard Scherer, Klaus Gräber und Christoph Bader. Einen herzlichen Dank an dich, Manuela, für die Moderation. Weiters möchte ich heute noch erwähnen Herrn Gerhard Weiner von Agentur Zimtnau, der hinter die Kulissen und sich jetzt kurz einblenden sollte, der uns über das gesamte Jahr über Zimtnau begleitet. Gerhard, vielen Dank, dass du immer dabei bist bei uns und das organisierst für uns. Danke. Danke, Michael. Es freut uns, dass wir euch da unterstützen durften. Weiters möchte ich auch unseren Marketingleiter und Leiter digitalen Vertrieb Florian Singer recht herzlich begrüßen. Er ist, glaube ich, am Heimweg von unserem Werk in Tschechien nach Tirol und ist im Auto unterwegs. Danke, Florian. Ich hoffe, du hörst uns. Er hört uns leider nicht, aber danke, Florian, an dieser Stelle. Ja, ich darf noch auf die nächsten Talk-Reihe im kommenden Jahr hinweisen. Wir werden das weiter fortführen. Donnerstag, 23. Januar um 16 Uhr mit dem Thema Total Digital, Mediennutzung bei der jüngsten Generation. Recht herzlich einladen. Dort wird der Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier einen sehr interessanten Vortrag halten. Weiters möchte ich auf einen wichtigen und interessanten Termin im Januar auch hinweisen. Die Messe Bau in München findet vom 13. Januar bis 17. Januar statt. Besuchen Sie uns bitte auf unserem Stand Halle B5 Nummer 115. Unser Team und auch ich werden die ganze Woche anwesend sein. Zum Abschluss wünsche ich Ihren Familien und Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr 2025. Abschließend darf ich nochmal an Manuela übergeben. Bitte dich um deine abschließenden Worte. Vielen Dank, lieber Michael, für diese schöne Ausleitung. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich jetzt auch bei Ihnen verabschieden. Das war unsere Talkrunde 2024, die letzte in diesem Jahr. Und ich hoffe, es hat Ihnen vieles gebracht, viele Antworten für Unternehmen, für die Zukunft, für ein starkes Jahr 2025. Wir hoffen es alle. Und ich darf Ihnen jetzt ein Zitat mit auf den Weg geben, das, glaube ich, noch einmal diese Vision, die wir heute auch Ihnen weitergeben wollten, verbindet. Holz, und zwar im Holz steckt die Geschichte der Natur und gleichzeitig das Fundament für unsere Zukunft. Es verbindet Beständiges und den Wandel, die Stärke mit der Flexibilität. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam weiter wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns gegenseitig stärken, inspirieren und auch aktiv an der Zukunft weiterarbeiten werden. Und ich wünsche Ihnen viele innovative Kraft, Mut und natürlich auch Tatendrang für das neue Jahr und darf mich jetzt noch einmal bei Ihnen mit frohen Festtagen an Sie und Ihre Familie verabschieden. Einen gesunden, guten Rutsch ins neue Jahr und sage gut Holz und auf Wiedersehen. Bis bald bei Pfeiffer Group. Ihre Manuela Kamper.